Oh Gott. Assalamu alaikum, willkommen. Wir sind weiterhin mit Silvio und Lea unterwegs. Wir haben uns hier in Mascat wieder alle getroffen und die haben uns von so einer richtig geilen Mercedes-Werkstatt erzählt, wo die schon mal waren, wo so ein richtig netter Mann aus Deutschland das irgendwie macht. Mr. Michael nennen die ihn hier, also Michael, den lernen wir dann wahrscheinlich gleich kennen. Und da fahren wir zusammen hin, weil die wollen noch was machen lassen und wir brauchen auch so ein paar Kleinigkeiten, also eigentlich viel, aber eins nach dem anderen. Also wir sind ehrlicherweise vor allem hierher gekommen, weil wir so ein Plättchen für die Gangschaltung brauchen, damit der Gang nicht immer rausfällt, weil jetzt ist es so, dass der Rückwärtsgang, wenn man den einmal benutzt hat, muss man immer unter das Auto kraxeln, um das da wieder zu fixieren, und wahrscheinlich haben die das Plättchen hier, so dass es dann fest ist und wir das nicht mehr machen müssen. Und wir haben gehört, dieser Mr. Michael oder Michael hat hier voll den coolen Overlander-Raum eingerichtet, wo man Wäsche waschen kann, wo es Internet gibt, Kaffee, und das wollen wir auch mal ausnutzen, weil Waschen ist mehr als nötig. Ja, und was man ja sagen muss, das sieht hier doch ein bisschen anders aus als unsere Werkstatt, wo wir im Iran waren. So, jetzt sind wir hier im Gästeraum von Mr. Michael. Richtig geil, ne? Sofa, Strom, Waschmaschine, Kaffeemaschine. Und die hatten irgendwie so oft Leute hier, da haben sie irgendwann gesagt, boah, wir machen einfach so einen Raum, dass die hier... Also vor allem der Mr. Michael hat ein Herz für Overlander. Ja. Und deswegen dürfen wir jetzt hier abhängen, obwohl für uns gibt es auch nichts mehr zu tun, weil er hat das Plättchen nicht, wir werden es dann woanders besorgen. Kabelbinder hält auch. Aber hier ist auch einfach gut zum Abhängen. Ja. Wäsche waschen. Schwung. Oh ja, jawohl. So wollen wir das hier sehen. Nicht gegen uns rollen. Nee, so ist nah genug, oder? Also bei den anderen ist was noch nicht fertig repariert, deswegen könnt ihr jetzt nirgendwo hinfahren, und weil Mariano und ich so nett sind, ne, mitgehangen, mitgefangen, und weil wir die einfach nicht loswerden wollen, bleiben wir jetzt auch noch eine Nacht hier und vereinnahmen alles. Okay, ist der nächste Tag. Hier zu übernachten war richtig lustig, weil wir standen hier einfach so alleine im Dunkeln. Wir konnten auch noch drinnen rumlaufen und so, weil da die Toilette war. Also mega nett, dass wir hier übernachten durften. Aber die anderen haben jetzt ihr Problem reparieren lassen. Alles ist super. Das heißt, wir können jetzt weiterfahren. Ich habe gehört, jetzt gibt es Falafel und Strand. Zufällig haben wir gerade auch noch Leute getroffen, die unsere Videos schauen. Da in diesem blauen LKW. Die haben das hier abgestellt und waren jetzt irgendwie zu Hause in Deutschland und sind gerade zurückgekommen. Und das war voll lustig. Ist immer nett, wenn man Leute trifft, die unsere Videos schauen, ne? Ja, und es ist voll schön, wenn man dann das Feedback bekommt, dass ihr einen Mehrwert in unseren Videos seht. Also wenn ihr uns trefft, freuen wir uns auf jeden Fall auf nette Gespräche und darüber, sich über das Reisen auszutauschen. Und eigentlich wären sie schon 3 Stunden lang, wären sie schon da. Ach so, nee. Das ändert bei denen, ist ja nicht, als würdet ihr 50 fahren und wir 300. Fast. Geil, das waren unsere ersten Fans, Leute. Ja, wir wussten nicht ganz genau, wo wir hinfahren, und wir sind denen hinterher gefahren, aber die waren ein bisschen schneller als wir. Die haben das gleiche Getriebe, aber wir haben 70 PS, die haben 90 PS.
Also es gibt einmal so Falafel und so Snacks so als Imbiss und dann gibt es auch noch so ganz viel Gebäck, Croissant und so weiter. Was ist das? Also Spinat, ne? Bäckerei, ja. Geil. Hallo Selma. Nee. So, da sind wir wieder am Strand, wo wir immer hier fahren in Maskat zum Übernachten. Die anderen sind gerade noch unterwegs, deswegen dachten wir, probieren wir mal diese Campingstühle aus. Ja, wir werden ja mal ein bisschen ausgelacht für unsere Liegestühle. Die sind natürlich zum Chillen voll praktisch, zum Essen manchmal nicht so. Und hier sitzt man auf jeden Fall ein bisschen vernünftiger Aber und nicht auch so so eingepackt. gerade. Genau, das ist dann halt wahrscheinlich nicht so lange so bequem. Strand, Meer, wieder viel los hier am Abend, so wie jeden Tag. Ja. Tagsüber ist hier immer niemand und abends richtig voll. Okay, ihr Lieben, der Tag der Tage ist gekommen. Wir machen Sightseeing in Muscat. Wir haben euch das ganz viel versprochen in vielen Videos davor. Heute ist es endlich soweit. Wir besichtigen mit Silvi und Lea die größte Moschee der Stadt. Let's go! Yalla! Was ich an dieser Moschee ziemlich spannend finde, ist, dass sie jetzt nicht super alt ist. Also man sieht, dass sie jetzt nicht 500 Jahre alt ist und mega historisch, aber die Architektur ist total inspiriert von verschiedenen islamischen Stilen. Also zum Beispiel gibt es Mosaike, die ein bisschen so aussehen wie im alten Mongolreich in Indien und irgendwelche Lampen und Türen, die inspiriert sind von Mesopotamien, also dem heutigen Irak und Ägypten und Persien, und das vermischt sich hier alles so, und dann gibt es auch so Erklärungstafeln, wo dann halt wir nachlesen können, ja, so wurde das damals gebaut und jetzt ist es hier so ein neues, modernes Gebäude, das all diese Stile verbindet. Per Zufall sind wir noch an so einem Örtchen vorbeigekommen, wo freiwillige Gläubige so Touris ein bisschen sozusagen einsammeln und dann Datteln, Kaffee und Tee spendieren und einem so ein bisschen was über den Islam erzählen. Ich habe jetzt sogar eine Infobroschüre über den Islam bekommen und den Koran, wo ich ehrlich gesagt wirklich mal reinschauen wollte, weil ich meine, da wo wir bis jetzt lang gereist sind, da spielt es ja einfach eine große Rolle und ich bin schon daran interessiert, mehr darüber zu erfahren. Das heißt jetzt nicht, dass ich da voll mitgehen muss, aber mehr darüber zu wissen ist auf jeden Fall cool. Und sie war voll nett, hat ein paar Fragen gestellt, wir konnten Fragen stellen und sie machen das halt in ihrer Freizeit, um einfach anderen von ihren Überzeugungen zu erzählen. Aber ich finde in einer ganz netten, offenen Art und Weise.
Guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, euch hat die Montage gefallen, wie die Menschen hier campen. Wir sind jetzt nochmal außerhalb von Mascate, weil wir wollten dann doch echt nochmal die Chance nutzen, bei Mercedes, bei Mr. Michael, dort unsere Gangschaltung reparieren zu lassen, wenn es klappt. Mal sehen, die wollten sich das anschauen und die wirkten sehr positiv. Deshalb sind wir jetzt nochmal für 1-2 Tage aus der Stadt rausgefahren, weil es gerade Wochenende und dann können wir natürlich nicht in die Werkstatt. Wir sind hier an so einem Strand und ja, es ist echt super voll, wie viele Menschen hier campen und einfach auch mit ihren Zelten und ihren Autos am Strand stehen. Und das ist natürlich auch die beste Möglichkeit, hier nochmal mit dem Stand-Up-Paddleboard ein bisschen auf dem Wasser rum zu paddeln. Aber wir haben auch gerade wieder ein bisschen Stromprobleme mit unseren Solarzellen. Wir haben ja eigentlich 3 Solarzellen. 2 davon sind jetzt schon länger kaputt und die dritte stirbt auch langsam gerade. Also manchmal macht die nur so die Hälfte und manchmal mehr. Naja, und um etwas Strom zu sparen, haben wir das Paddleboard einfach bei einer Tankstelle aufgefüllt. Ja, wir stehen übrigens nicht wie alle anderen da am Strand, sondern ein bisschen abseits hier an den Bergen. Wir reisen ja schon seit 2020, deswegen würde ich sagen, sind wir recht erfahrene Camper und irgendwann weiß man, wo ist es gut zu parken für die Nacht und wo nicht. Muss man natürlich in jedem Land nochmal wieder neu herausfinden und schauen, wie die Menschen einfach so sich verhalten, wie sie campen und was auch immer. Aber hier ist auf jeden Fall besser als hier, weil als wir hier ankamen, haben wir uns erstmal dahingestellt, da war das alles noch nicht. Aber abends und so, dann kommen halt immer richtig viele Autos mit ihren Zelten und so weiter. Wenn man beim Parkplatz ankommt, der Parkplatz ist ja für etwas da, dann kann man immer erstmal gucken, okay, wo parken die Leute, wo wollen die Leute hinlaufen, weil alle wollen ja immer möglichst wenig laufen. Und dann stellt man sich einfach genau ans andere Ende. Ja, und wie die Menschen hauptsächlich campen, also das Simpelste, was wir ganz oft sehen, man hat sein Offroad-Auto, fährt damit auf den Strand und daneben tut man einfach sein Zelt. Manche haben auch ein Dachzelt und so. Aber ja, so machen das ganz viele hier. Man sollte dann aber auch schon mit einem Offroader herkommen, weil sonst endet man wie der da. Okay, wir sind zurück in der Hauptstadt und hinter mir, das ist glaube ich kein Kreuzfahrtschiff. Wir dachten erst von Weitem, oh, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Aber nee, dann ist uns eingefallen, dass sich ja der Sultan von Oman mit dem König von Katar irgendwie bettelt, wer die größere Yacht hat. Also wir wissen nicht genau, ob das jetzt eins dieser Schiffe ist vom Sultan hier. Aber es ist glaube ich kein Kreuzfahrtschiff, sondern eine private Yacht. Wir befinden uns jetzt auch in Old Mascate, also dem alten Teil der Stadt sozusagen. Und die Stadt ist ziemlich breit entlang der Küste gebaut, weswegen wir erst im einen Teil waren und den anderen Teil erstmal finden mussten. Und man sieht hier schon ein paar alte Gebäude, aber natürlich auch sehr viel fancyen Neubau. Okay, jetzt haben wir den Souk gefunden, so nennt man hier den lokalen Bazar oder Markt einfach. Hier gibt es viele Geschäfte, also hauptsächlich für Touris. Vorhin waren so ganz viele Plastiksachen aus China und jetzt haben wir hier auch so ein bisschen ja, so Deko, Handwerkskunst, Vermutlich Souvenirs. aber auch alles aus China, muss man sagen. Ja, und das Ganze ist so ziemlich wie ein Labyrinth angeordnet, also man hat keine Ahnung, wo man jetzt ist. Aber es ist auch so ein bisschen sortiert, jetzt sind wir gerade in der Gegend, wo es so ganz viele Juweliergeschäfte gibt oder dann gibt es irgendwie Stoffe und so weiter. Das ist schon alles hier schön gemacht, aber ich finde immer, es wirkt auch ein bisschen wie in so einem Freizeitpark, weil es halt so neu ist und so gut in Schuss gehalten wird, dass mich das immer daran erinnert oder an so ein künstlich aufgebautes Filmset ein bisschen. Hier in den Hintergassen sieht es aber wieder ein bisschen echter aus und ein bisschen unordentlicher und ein bisschen wahrer am Leben dran, was halt nicht so perfekt ist immer, ne? Ach, der Müll. Naja, toll. Toll, der Müll. Gibt's ja alles, wird halt nur versteckt dann, ne?
immer der Nase nach. Laura hat hier gerade so eine Bäckerei gefunden, die so ein bisschen das Brot machen, wie wir es schon aus den anderen Ländern kennen. Und das ist super billig. Für 1 Euro bekommt man 8 Stück. Wir haben jetzt erstmal 6 bestellt. Und das ist auch übrigens das omanische Geld. Hier hat man Rial. Ein Rial sind so um die 2,50 Euro fast. Sehr, sehr... Naja. Oh, Half-Rial. Ah, wir haben gar nicht Half-Rial. Oh, was ist das hier? 0 Rial? Das ergibt ja gar keinen Sinn. First bread in Oman. It's good. Hey, cheap. All right. Thank you. So we can- Shukran. Have one. Jetzt hat der Mann natürlich für uns bezahlt. So wollten wir This das is gar hot. nicht. This time eating very nice. Yes. Yeah. Our lunch. Yeah. Geil. Wir hatten den einen Tag mit Freundinnen noch so eine Konversation darüber, warum Marianne und ich eigentlich echt günstig unterwegs sind. Und ich glaube, ein Grund ist auch einfach, dass wir kaum bzw. gar keine Souvenirs kaufen, weil ganz ehrlich, ich laufe so über diesen Markt oder den Zug und es ist voll schön gemacht teilweise und so, aber man sieht und merkt einfach, dass vieles halt einfach sehr günstig in China oder so produziert wird und manche Sachen hat man halt in anderen Ländern auch schon gesehen. Also es gibt da zum Beispiel so Lampen, die es glaube ich auch viel in Marokko gibt und dieses blaue Auge, was es viel in der Türkei gibt. Das heißt, es hat noch nicht mal was unbedingt mit dem Oman zu tun. Also es gibt schon auch Sachen, die was mit dem Oman zu tun haben, aber es wird irgendwie immer schwieriger, so richtige Handwerkskunst zu finden. Und dann sind so Sachen, die wir geschenkt bekommen von Freundinnen, die die Leute uns mitgeben, für uns viel, viel wertvoller und die nehmen wir dann auch gerne mit, benutzen wir voll gerne. Wir geben natürlich auch denen was und bringen was mit, aber ich muss jetzt halt hier nicht rumlaufen und 1000 Sachen mitnehmen. Und unser Van ist natürlich auch an Platz limitiert, das heißt, wir können ihn gar nicht voll machen mit Souvenirs. Hier bekommt man jetzt ein Gespür dafür, dass der Oman eine alte Seemacht ist. Also hier waren ja auch ganz verschiedene Länder involviert. Ne? Die Portugiesen waren mal hier und so weiter, wurden dann wieder weggeschlagen und so. Aber man sieht hier die Befestigungsanlagen, um dann die Küste zu verteidigen. Und natürlich sieht man auch, wie viele Boote und so es gibt. Das heißt, dass viel mit Fischfang und so zu tun hat. Per Zufall sind wir jetzt auf einen königlichen Palast gestoßen. Allerdings dient der hinter mir jetzt nur repräsentativen Zwecken. Und zwar, wenn zum Beispiel Staatsbesuch kommt. Also wenn Olaf Scholz jetzt den Oman besuchen würde, würde er vermutlich hier empfangen werden. Uiuiui, jetzt geht es ja aber wieder los. Die Reisegruppen müssen sich das natürlich auch anschauen. So, jetzt sind wir wirklich hier in so einer richtigen Freizeitpark-Kulisse gelandet. Hier sind so super viele krasse Regierungsgebäude, aber irgendwie hier ist nichts los. Hier ist irgendwie niemand, außer ein paar Touris, die hier rumlaufen und Fotos machen. Wir dachten, hier ist nochmal so eine Altstadt oder irgendwie so kleine Gassen, aber nee, das ist das Gegenteil. Irgendwie finde ich dieses total clean und rein und auch so die Palmen, wie die hier so ganz gerade und parallel angeordnet sind, auch so ein bisschen gruselig. Also es ist auch so ein bisschen wie Tribute von Panem, Dystopie-mäßig, weil die Natur an sich ist ja auch nicht mega geordnet. Ein Wald oder so ist ja auch so ein bisschen bis zu einem gewissen Grad chaotisch und so und deswegen ist es jetzt wie immer, wie wir schon oft gesagt haben, das ist echt so ein krasser Kontrast hier, diese Sauberkeit und dieses Angeordnete im Vergleich zu Indien und Pakistan, wo es das andere Extrem war, da war es irgendwie zu krass wuselig und viel. So die Mitte wäre gut, eine Balance in all dem würde ich, glaube ich, am besten finden. So wie die Natur halt auch ist, ne? Oh Leute, wir übertreiben sie auch immer, ne? Also entweder bewegen wir uns gar nicht und chillen den ganzen Tag im Bus, wie sie die letzten Tage fast die ganze Zeit, oder wir laufen halt den ganzen Tag durch die Stadt, so wie heute. Jetzt sind wir auf jeden Fall fix und fertig. Ja, Mensch! Hallo! Wir gehen mal gucken, das sieht aus wie so ein Van von so Urlaubern und dann so, das sind die doch. Geil! Hallo?
Ja, jetzt sind wir zurück zu so einem Strand gefahren, um hier zu übernachten. Und dann dachten wir, lass uns mal dieses Touri-Auto da hinten angucken. Und dann, Moment mal, sind das nicht Rose Manuela? Und so, ja, Schweizer Kennzeichen, ja, lustig. Und dann waren die es wirklich. Und wir haben die das letzte Mal im Iran in Kerman getroffen, wo wir da im Hotel lange waren mit der Werkstatt und so. Und ja, man hat halt so die gleiche Reiseroute und dann trifft man sich immer wieder zufällig, ne? Ja, das ist voll cool. Dadurch können natürlich auch sowas wie Freundschaften entstehen, weil man sich halt immer wieder trifft und sich jetzt, wie heute Abend, total gut austauschen kann. Ja, genau. Wir ziehen uns nochmal was Wärmeres an, holen unsere Stühle und dann können wir uns mit denen dann nochmal hinsetzen und gegenseitig Tipps geben, wo wir schon waren und so weiter. Morgen werden wir aber nochmal zu Mr. Michael in die Mercedes-Werkstatt fahren, weil die meinten, die können sich unsere Gangschaltung mal angucken. Keine Ahnung, ob die da das reparieren können. Aber wir wollen das mal versuchen. Das seht ihr aber dann alles in der nächsten Folge. Also danke fürs Zuschauen erstmal. Assalamu alaikum Assalamu und bis alaikum. nächste Woche. Tschüss.